Hey meine Freunde, KobeBjoern ist am Start. Heute mit dem Spielbericht zu Game 2 zwischen den San Antonio Spurs und den Golden State Warriors. Ich hatte mich ja in Spiel 1 ziemlich negativ über die Spurs geäußert, hatte gesagt, dass ich keine Chance sehe, dass die hier irgendwie ein Spiel in der Serie gewinnen können und hatte auch sehr, nicht wirklich negativ, aber zumindest kritisch die Leistung von Lamarcus Aldrige beurteilt. Vor allem deshalb, weil ich einfach jedes Mal, wenn ich ihm zuschaue, also wenn ich mir ein ganzes Spiel der Spurs anschaue, einfach nicht diesen Killerinstinkt bei ihm sehe oder überhaupt sehe, dass er gute Zahlen auflegt oder sonst irgendwas, sondern ich habe ihn eher immer ziemlich passiv erlebt. Gestern war jetzt genau das Gegenteil. Gestern Nacht um 4:30 Uhr ging es los, San Antonio gegen Golden State, Game 2, und von Anfang an war die Körpersprache der Spurs einfach eine vollkommen andere. Vor allem in der Offensive muss ich sie loben, denn die waren sowas von aggressiv, sei es Lamarcus Aldrige, sei es Rudy Gay, sei es Patty Mills, Manu Ginobili sowieso immer vorne mit dabei, wenn es um die Offensive geht und um so Spielenergie und einfach ein bisschen Feuer ins Spiel zu bringen. Und das hat mir mega gut gefallen, wirklich, muss ich sagen. Also da haben die Spurs sich wirklich um 180 Grad gedreht. Das haben sie sau stark gemacht. Vor allem Lamarcus Aldrige hatte, glaube ich, 32 Punkte, 13 oder 12 Rebounds. Also Allein vom Eye-Test, also die Amis nennen das Eye-Test, wenn du halt dir das Spiel anguckst, würde ich sagen, war er ein komplett anderer Spieler als in Game 1. Ich weiß gar nicht mehr genau, was seine Statistiken waren in Game 1, aber ich weiß auf jeden Fall, seine Körpersprache war eine andere. Er hat sich nicht mehr von JaVale McGee blocken lassen. Er war einfach da und er hat gescored und er war die Nummer 1 Option, hat super aggressiv gespielt und hat mega Bock gemacht, ihm da zuzuschauen. Das gleiche gilt vor allem für Rudy Gay und Patty Mills. Ich hatte das Gefühl, dass die Spurs einfach so ein bisschen ihren Gameplan geändert haben. Also in Game 1, da hat es eher so gewirkt, als würden sie versuchen, ihr eigenes Tempo zu laufen, also sehr langsam in Basketball zu spielen. Das Problem ist nur, wenn du langsam gegen die Warriors spielst, sie überrennen dich ja trotzdem. Also nur weil du deinen Angriff langsam aufbaust und 20 Sekunden von der Shotclock nimmst und dann erst den Wurf nimmst, heißt ja nicht, dass die Warriors im Gegenzug nicht sofort wieder auf deinen Korb rennen und innerhalb von 5 Sekunden abschließen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Spurs jetzt so ein bisschen gecheckt haben, okay, ganz ehrlich, wenn wir hier dabei bleiben wollen, wenn wir mit denen rennen wollen oder laufen wollen, dann müssen wir einfach schneller abschließen, aggressiver abschließen. Und deswegen kam es dann auch vor, dass Patty Mills, es war Patty Mills, es war Rudy Gay und es war noch irgendjemand, ich glaube Danny Green, wobei Danny Green nie getroffen hat. Die haben so viele Dreier genommen, wo ich mir dachte, wow, das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich für die Spurs. Vor allem, weil Greg Popovich ja selber nicht ein großer Fan von den Dreiern ist. Der sagt ja immer, dass ihm der 3-Punkte-Wurf wie so ein Zirkuswettbewerb vorkommt und dass man auch gleich noch eine 4-Punkte-Linie und 5-Punkte-Linie einführen sollte. Also er ist selber eigentlich kein Fan von dieser Art von Basketball, diesem Run and Gun, aber gestern haben die Spurs das gemacht und sie waren wirklich sehr, sehr lange dafür dann auch dran, muss man wirklich sagen. In der ersten Halbzeit haben sie komplett sauber mitgespielt, in der zweiten Halbzeit, vor allem gegen Ende, hatte ich dann entweder das Gefühl, dass sie ein bisschen müde wurden oder dass halt unglücklicherweise einfach die Würfe nicht mehr gefallen sind, und auf der anderen Seite war es bei den Warriors so, dass halt wirklich alles gefallen ist. Also vor allem allen voran wie immer Kevin Durant und aber auch vor allem Klay Thompson jetzt in diesem Spiel. Ich glaube, beide über 30 Punkte. Klay Thompson überragende Quoten, vor allem von der Dreierlinie. Ich glaube 6 von 8 oder so. Also und vor allem auch immer so diese Neckbreaker, also diese wirklichen, wo die Spurs mal einen Lauf haben und du denkst so, holy shit, vielleicht ziehen die Spurs hier weg oder vielleicht holen sie gerade einen Rückstand auf, und dann kam halt immer Klay Thompson mit seinem Bilderbuchwurf, setzt den an und direkt swish rein, und da hat man schon gemerkt, so wenn da 2 hintereinander gefallen sind von Thompson oder von KD oder Andre Iguodala hat auch saustark gespielt. Wenn deren Würfe gefallen sind, dann hat es schon immer so ein bisschen den Spirit gebrochen von den Spurs. Wie gesagt, hat mir viel, viel besser gefallen von den Spurs. Ich glaube nach wie vor nicht, dass sie ein Spiel gewinnen können. Das hat uns gestern, finde ich, das Spiel gezeigt, denn sie haben wirklich alles gegeben. Alle waren on fire. Der Einzige, der ein bisschen verkackt hat, war Danny Green. Aber du hast halt immer so einen Ausfall. Also sei es jetzt bei den Cavs, wer war's da? Da war es doch auch
wie heißt er denn? Heißt er nicht auch Green? Mir fällt sein Name gerade nicht ein, weil ich so in dem Spurs Golden State Spiel drin. Jeff Green von den Cavs, der hatte ja auch von 0 von 6 oder 0 von 8 irgendwie aus dem Feld. Und so einen Spieler hast du immer mit dabei, aber normalerweise musst du den halt mitziehen. Also ich habe auch schon so oft Spiele gesehen bei den Warriors, wo halt ein Klay Thompson komplett ausgefallen ist mit 0 von 11 oder ein KD ist mal ausgefallen oder ein Draymond. Also es gibt immer so diesen einen Spieler, der halt mal eine schlechte Nacht hat. Das muss das Team aber kompensieren können. Und das haben sie gestern nicht geschafft. Sie haben guten Basketball gespielt, sie waren dominant, sie haben Aggressivität gezeigt, Energie gezeigt, die wollten wirklich gewinnen. In der Defense standen sie sowieso stark. Aber sie kommen einfach nicht gegen dieses Offensivfeuerwerk an. Dazu ist die Defense der Warriors übertrieben stark, muss ich wirklich mal loben. Vor allem Draymond Green und JaVale McGee. Draymond Green ist so ein guter Verteidiger in allem, was Rotations angeht, in allem, wenn es darum geht, dass man versucht, bestimmte Spieler zu doppeln und dann wieder nicht, Pässe zu verhindern, Arm im Passweg. Also da ist Draymond wirklich super und ja, JaVale McGee hat einfach diese Länge, er ist 2,13 Meter groß, hat diese unfassbar langen Hände, lange Arme und macht es halt auch einem Lamarcus Aldrige, der auch riesengroß ist, macht es aber halt auch so einem Spieler zumindest schwer. Gestern hat Lamarcus ganz gut gegen ihn gespielt, in Game 1 hatte er überhaupt keine Chance gegen ihn und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ja, die gewinnen auf jeden Fall bald ein Spiel, die Spurs, weil es für mich einfach nicht so aussieht. Für mich sah es echt so aus, okay, die Spurs haben alles gegeben, was sie hatten, und haben es immer noch nicht gebacken bekommen, da einen Sieg einzufahren. Sehr, sehr schade. Gegen gesunde Warriors mit Steph Curry will ich gar nicht erst reden. Da wäre wahrscheinlich jedes Spiel mit 20 Punkten Differenz gewonnen und gut ist. Keine Ahnung, also es hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie die Spurs ihren Gameplan verändert haben, dass sie jetzt gesagt haben, yo, wir rennen mit denen, Patty Mills, nimm ruhig mal ein paar Dreier mehr als sonst, Danny Green, nimm ruhig mal ein paar Dreier mehr als sonst. Das hat mir extrem Spaß gemacht zu sehen. Und keine Ahnung, vielleicht sind sie ja gut für eine Überraschung. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber die nächsten Spiele sind in San Antonio. Vielleicht wird es da besser. Und ja, wenn ihr das Spiel gesehen habt oder zumindest die Highlights, dann habt ihr bestimmt auch, keine Ahnung, eine Meinung dazu oder widersprecht mir vielleicht, ich weiß es nicht. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann haut sie immer in die Kommentare. Auf uncut mache ich das so gerne, dass ich mit euch in den Kommentaren ja, schreibe, diskutiere, antworte. Es macht einfach mega Bock und ja, ich will die Spielberichte nicht zu lange machen. 7 Minuten 30 ist, glaube ich, so die Grenze, wo ich es halten sollte. Und deswegen, Jungs, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mega Bock gemacht und ja, Mann, wir sehen uns in Spiel 3, San Antonio gegen Golden State. Bis dahin, Peace!